Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Heute geht es um was wirklich ganz Basales, und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wie funktioniert überhaupt so eine Tuba? Und um dir das zu erklären, habe ich heute meine Tuba Baroness mitgebracht. Das ist meine B-Tuba. Warum heißt die Baroness? Das ist natürlich keine Typenbezeichnung, sondern mein Spitzname für das alte Gerät, denn sie ist wirklich sehr alt. Das ist ein Instrument aus den 30er Jahren, also schon über 80 Jahre alt. Genau. Wie funktioniert überhaupt eine Tuba? Also, grundsätzlich heißt ja Tuba Rohr auf Lateinisch. Also von Latein nach Deutsch übersetzt Rohr. Und die Tuba ist eben ein Rohr, was ein paar Mal gewickelt ist und was im Falle der B-Tuba ungefähr 5,5 Meter lang ist. Die F-Tuba ist ein bisschen kürzer, die ist ungefähr 3,6 Meter lang. Und ja, je höher das Blechblasinstrument wird, desto kürzer ist das Rohr. Das heißt, lange Instrumente, tiefer Ton, kurze Instrumente, hoher Ton. Wie bei der Orgel beispielsweise. Da haben wir auch lange Pfeifen, die machen die tiefen Töne, und kurze Pfeifen, die machen die hohen Töne. Ja, und wie funktioniert so eine Tuba? Wie kommt da überhaupt ein Ton zustande? Muss man da einfach nur reinpusten oder was passiert da? Es ist natürlich so, dass die Lippen eine Vibration erzeugen und diese Vibration versetzt die Luftsäule in der Tuba, in dem Rohr, zum Schwingen. Das heißt, die Lippen machen praktisch das. Und wenn man das dann auf der Tuba macht, wird es einfach verstärkt. Das funktioniert einfach, indem die Vibrationen im Instrument reflektiert werden und somit verstärkt werden. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Grammophon. Das Grammophon ist ja so ein alter Plattenspieler, der keine elektrische Verstärkung braucht, sondern die Verstärkung funktioniert tatsächlich rein physikalisch dadurch, dass eben dieser Trichter da dran ist. Und dieser kleine Ton, der von der Nadel auf der Platte kommt, die sich da dreht, wird einfach nur durch den Trichter verstärkt. So ist das auch beim Blechblasinstrument. Genau. Wie funktioniert das jetzt genau mit den Tönen und warum kann ich nicht alle Töne jetzt einfach so spielen? Denn ich kann ja mit den Lippen machen. Wenn ich das jetzt auf der Tuba probiere, klingt das ein bisschen komisch. Warum ist das so? Es gibt die sogenannten Naturtöne. Und die Naturtöne sind praktisch alle die Teile der Rohrlänge des Instrumentes. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich versuche es dir zu erklären. Und zwar ist es so, dass wenn wir den tiefsten Ton auf der Tuba spielen, den tiefsten Grundton, das ist das Subkontra B, der klingt so. Wenn wir den spielen, hat die Welle, die entsteht, also die Schwingung zwischen dem Hochpunkt, was den Druck angeht, der Luft, und dem Tiefpunkt, was den Druck angeht, der Luft, genau die Länge der Tuba. Das heißt, in dem Moment, wo der niedrigste Druck am Mundstück ist, ist der höchste Druck hier oben am Rand. Und dann haben wir praktisch diese Wellenlänge. Die Wellenlänge hat dann ungefähr 5,5 Meter, die Tuba so zum Schwingen bringt. Beziehungsweise die Tuba an sich schwingt ja nicht, aber die Luftsäule. Und dann haben wir den nächsten Naturton. Das ist dann das Kontra B. Das ist dann praktisch der hier. Und der entsteht dadurch, dass die Wellenlänge sich halbiert. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr 5,5 Meter lang, sondern ungefähr 2,75. Und dann alles weitere sind tatsächlich immer Teiler. Das heißt, wenn ich den nächsten Naturton spiele, das ist dann das große F, wird praktisch die Welle praktisch ein Drittel der Rohrlänge. Das heißt, es passen praktisch 3 Wellen in diese Tuba rein. Dann beim nächsten ist 4-mal die Welle im Rohr drin, 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal. So, und jetzt hast du gemerkt, dass zwischen den hohen Tönen sind die Abstände recht klein, aber es sind immer noch Abstände dazwischen. Und bei den tiefen Tönen sind die Abstände riesig. Wie kann man jetzt diese Abstände zwischen den Naturtönen überbrücken?
Dafür haben wir hier diese schönen Drückerchen und diese Drücker leiten zu den Ventilen. Ein Ventil ist wie, was weiß ich, bei einem Wasserhahn, man dreht es auf und es kommt was raus. Und hier ist es tatsächlich so, dass die halt die Luft umschalten. Das heißt, wenn ich ein Ventil drücke, dann bewegt sich hier was und die Luft fließt dann einmal hier durch. Was passiert dadurch? Das Rohr wird verlängert. Und wie wir am Anfang gelernt haben, ist es ja so, dass längere Rohre tiefere Töne machen können. Und dementsprechend ist es so, dass ich praktisch unterschiedliche Halbtöne spielen kann und Ganztöne, wie auch immer, verschiedene Intervalle, indem ich die Ventile betätige. Die Ventile haben folgende Funktion. Und zwar, wenn ich das zweite Ventil drücke, gehe ich einen Halbtonschritt runter. Nehmen wir zum Beispiel mal an, wir wollen zwischen dem großen F und dem Kontra B alle Töne spielen, die dazwischen liegen. Dann brauchen wir die Ventile, weil wir haben gelernt, nur mit den Lippen klingt es ein bisschen komisch. Dementsprechend, wenn wir jetzt einen Halbton runter wollen vom F auf das E, dann nehmen wir das zweite Ventil. Das zweite Ventil ist das mit dem kürzesten Rohr dran. Das wird praktisch, da wird das Gesamtrohr praktisch nur so ein Stück länger, dass es einen Halbton runter geht. Wenn wir jetzt noch einen Halbton runtergehen wollen, dann nehmen wir das erste Ventil. Denn das Rohr des ersten Ventils ist doppelt so lang wie das Rohr des zweiten Ventils. Und dementsprechend gehen wir vom Naturton einen Ganzton runter. Wenn wir jetzt auf den nächsten Ton wollen, das war jetzt das S, dann kommen wir auf das D und das D spielen wir mit dem dritten Ventil. Denn das dritte Ventil ist so lang wie das erste und das zweite zusammen. Das heißt ein Ganzton und ein Halbton. Das dritte Ventil geht bei mir hier hinten rum und kommt ungefähr da raus. Ein Ganzton und ein Halbton, das ist dann zusammen eine kleine Terz. Und das klingt dann so. So, jetzt sind wir die 3 Ventile durchgegangen, die es bei jeder Tuba gibt. Und jetzt merken wir ja, da fehlt ja trotzdem noch ein bisschen was von dem D bis zum B runter. Fehlt ja noch das D, dann das Des, dann das C, dann das H und dann kommt ja erst das B. Wie können wir jetzt diese Töne erreichen? Indem wir die Griffe kombinieren. Ganz einfach. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel beim D, wenn wir einen halben Ton tiefer wollen, welches Ventil dazu? Natürlich, klar, das zweite. Denn das zweite macht ja das Instrument einen halben Ton tiefer. Dann sind wir beim Des. Und wenn wir auf das C wollen, dann nehmen wir zum dritten Ventil einen Ganzton dazu, nämlich das erste Ventil. Dann haben wir 1-3 und die Kombination 1-3 ist praktisch eine Quarte. Denn wir haben eine kleine Terz und eine große Sekunde und damit zusammen eine Quarte. Und da haben sich die Instrumentenbauer gedacht, das können wir doch ein bisschen schlauer machen, denn wenn wir viele Ventile einsetzen, dann stimmen die Töne immer schlecht. Und deswegen haben sie das Quartventil erfunden. Und mit dem Quartventil können wir den Griff 1-3 durch 4 ersetzen. 1-3 und 4. Und wenn wir jetzt den vierten haben und wir wollen noch einen halben Ton runter, denn vom C bis zum B, da ist ja noch das H dazwischen, dann nehmen wir den zweiten noch dazu. Und so können wir mit der Kombination aus 3 Ventilen oder wenn wir 4 Ventile haben, dann einfach für die Intonation noch besser und für den Luftfluss noch besser, aus 4 Ventilen alle chromatischen Töne zwischen dem F und dem B spielen. So, warum funktioniert das jetzt? Diese Obertonreihe, die ich euch vorhin vorgestellt habe, nämlich die vom B aus, ne, Sub Kontra B, kann ich natürlich von jedem anderen Griff auch machen.
Das heißt, wir haben keine Naturtonreihe nur über dem B, sondern zum Beispiel auch über dem A. Und über dem As. Und über dem G. Und so weiter. Und dadurch ergibt sich ganz logisch, dass wir auch mehrere Töne oder manche Töne mit mehreren Griffen spielen können, gerade wenn wir in die oberen Lagen kommen. Denn dadurch, dass wir diese vielen Möglichkeiten mit den Griffen haben, können wir eben viele Töne unterschiedlich erreichen. Zum Beispiel das D, das kleine D, kann man mit leer spielen, dann stimmt's allerdings ein bisschen schlecht. Oder wir gehen von dem F aus und erreichen es über einen Griff. Das heißt, wir haben dann einen anderen Grundton, auf dem der Naturton aufbaut, beziehungsweise der Oberton. Genau, das ist die Funktionsweise der Tuba im Wesentlichen. Das mit den Griffen ist natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mir überlegt, dass es jetzt noch ein besonderes Geschenk für dich gibt. Und zwar habe ich eine Grifftabelle entworfen. Und zwar, das Tolle an dieser Grifftabelle ist, dass es tatsächlich eine Tabelle ist und nicht einfach nur die Töne und dann die möglichen Griffe drunter. Das heißt, du kannst dir logisch erklären, wie du anhand der Griffe und anhand der Naturtöne zu jedem Ton kommst. Und manche Töne tauchen wie gesagt zweimal auf. Dann habe ich aber immer den Alternativgriff dazu geschrieben, wie man es im Optimalfall eigentlich greifen sollte. Genau, diese gibt's natürlich auf tubalernen.de zum Download, wird unten drunter verlinkt. Und ich glaube, dann haben wir wieder einiges zur Tuba gelernt. Und ich hoffe, das Video hat dir was gebracht. Wenn du nichts verpassen willst zum Thema Tuba und zum Kanal tubalernen.de, dann abonnier doch bitte meinen Newsletter. Es gibt nämlich jetzt einen Newsletter auf tubalernen.de und der wird einmal im Monat rauskommen. Und da erkläre ich, beziehungsweise da berichte ich immer, was in dem vergangenen Monat passiert ist, auf dem Kanal, auf der Seite und was es ansonsten noch so für spannende News aus der Welt der Tuba gibt. Ansonsten abonniere auch gerne den Kanal, lass einen Daumen hoch da, darüber freue ich mich immer. Und wenn du ansonsten noch Fragen hast zu irgendwelchen Funktionsweisen der Tuba, dann poste sie einfach in die Kommentare unten rein. Ach so, es gibt übrigens noch viel mehr Griffmöglichkeiten. Das zeige ich dir jetzt zum Abschluss noch. Nämlich, wenn ich vom Kontra B zum Subkontra B runterspiele, dann habe ich nämlich nicht nur 7 verschiedene Griffmöglichkeiten, sondern ich glaube, es sind 11. Kann das sein? Wir probieren mal aus. Griff Nummer 1, leer. Griff Nummer 2, 2. Griff Nummer 3, 1. Griff Nummer 4, 3. Nummer 5, 2, 3. Nummer 6, 4. Nummer 7, 2, 4. Nummer 8, 1, 2, 4. Nummer 9, 2, 3, 4. Nummer 10, 1, 3, 4. Nummer 11, 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt dieser falsche Pedalton auf 1, 2. Und dann unten das B. Ja, die Griffe stehen alle in der Grifftabelle drin. Lad sie dir runter. Sie wird dir sehr weiterhelfen. Ich bedanke mich, dass du das Video bis hierhin geguckt hast. Das waren jetzt fast 15 Minuten. Viel Erfolg beim Tuba üben. Und tschüss, dein Raimund.